Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Ellie Handmade. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man so eine Tasche häkeln kann. Diese Tasche habe ich aus Bobini Cord gehäkelt und zwar 5 mm. Die Farbe ist Karamellshake. Ich habe 2 Knäule genommen und das ist Rest von dem zweiten Knäuel. Also ich habe nicht mal die Hälfte von dem zweiten Knäuel verbraucht. Die Tasche habe ich gehäkelt mit der Häkelnadel Nummer 6. Ihr benötigt auch nochmal die Schere und ein paar Maschenmarkierer. Ich gebe euch die Masse und zwar der Boden hat die Länge von 27 cm und die Breite ist von 11 cm. Die Höhe bis zu den Henkel hat die Tasche 20 cm. An der höchsten Stelle cm und oben von den Henkel bis zu den Boden ist die Tasche 27 cm hoch. Die Breite unten von der Tasche ist 30, machen wir es so, 27 cm und oben ist die Tasche 22 cm breit. Die gleiche Tasche könnt ihr auch aus Textilgarn häkeln. Man kann auch einen fertigen Boden verwenden für die Tasche. Ja. Auf dieser Stelle wünsche ich euch dann viel Spaß, diese kleine Tasche nachzuhäkeln. Den Boden habe ich schon fertig gehäkelt und ich habe für den Boden 18 Luftmaschen genommen. Zwischen den Zunahmen sind 15 einzelne Maschen und in Strickmuster habe ich 6 reingemacht. Und ich kam auf 66 Maschen. Also insgesamt sind jetzt 66 Maschen. Hier ist nochmal das Schema. Könnt gerne einen Screenshot machen. Und hier bei den Luftmaschen macht ihr 18 Luftmaschen und dann 6 rein hochhäkeln. Da mein Taschenboden schon fertig ist, sieht einmal so schief und krumm aus. Und diesmal möchte ich euch zeigen, wie ich meinen Taschenboden mit dem Dampfbügeleisen bügel. Dann zeige ich euch, wie ich jetzt den Boden bügel. Ich habe ganz normalen Bügeleisen mit Dampfstation. Ich habe jetzt auf der mittleren Stelle, man kann auch die höchste Stelle von Dampf stellen. Und lege zuerst dann den Boden. Nehme noch einen zusätzlichen Handtuch, pack oben drauf und fange an zu bügeln. Unten habe ich da noch einen Knopf, da kommt noch extra Dampf raus. Macht zuerst eine Seite. Dann einmal wenden und die andere Seite.
Und das mache ich ja auch ein paar Mal von einer Seite und dann ein paar Mal von der anderen Seite. Nochmal. So. Jetzt könnt ihr auch sehen, dass der Boden gerade geworden ist. Durch den Dampf ist er auch ein wenig feucht geworden. Das heißt, ich lege noch mal Handtuch oben drauf und packe ein paar Bücher. Irgendwas Schweres. Also bei mir sind das immer die Bücher, die ich oben drauf lege und lasse das ungefähr am besten über die Nacht stellen. Dann wird der Boden richtig schön Form aufnehmen. Und oder wenn es ihr auch schneller machen wollt für ein paar Stunden, dass der Boden auch sich abkühlt und das ganze Feuchtigkeit raus ist. Also dann warte ich noch ein wenig und wir beginnen die Tasche weiter zu häkeln. Der Boden ist jetzt abgekühlt. Sieht mal so aus und wir beginnen die Wand rauszuhäkeln. Also hier habe ich die Reihe beendet und die Reihe beende ich jetzt einmal so. Ziehe den Faden auf die Rückseite und jetzt, hier sind ja zwei Schlingen. Ich gehe mit der Häkelnadel in die Mitte. Auf der Rückseite sind jetzt auch diese Schlingen entstanden. Bei der Masche ist genauso, geht dann noch mal unter durch. Dann greife nach den Faden, dass wir jetzt 3 Schlingen haben und mache dann eine feste Masche. Also bei diesem erste feste Masche ist ein bisschen schwierig, danach geht es ein wenig leichter und dann eine feste Masche machen. So, diese Reihe häkeln wir immer so, dass wir in der Mitte der Masche reinkommen, greifen auch nach der Schlinge und häkeln uns eine feste Masche. Und das mache ich die ganze Reihe. In jede Masche eine feste Masche häkeln, auch bei den Rundungen in jede Masche eine feste Masche häkeln. Die erste Reihe ist beendet. Sieht so aus. Diese Reihe und die Reihen danach werden immer gleich mit nahtlosen Übergang beendet. Hier war die erste Masche in der ersten Reihe. Unter diesen beiden Schlingen gehen wir durch und holen den Faden auf die Rückseite. Dann gehen wir mit der Häkelnadel hier unter, nehmen beide Schlingen mit, dann greifen da rein, also unter durch in diese Schlinge rein. So sieht es aus. Und jetzt nehmen wir uns den Faden und ziehen
nach vorne und machen dann die erste Masche. Die Maschen häkeln wir nicht im Strickmuster. Wir gehen immer zwischen den Maschen rein und den beiden Schlingen durch und häkeln uns eine feste Masche. Und jetzt machen wir diese zweite Reihe zu Ende, verbinden die Reihe genauso wie die Reihe davor und machen dann noch eine Reihe, dass wir insgesamt 3 Reihen hochgehäkelt haben. Ich möchte noch mal zeigen, wie die Reihe nahtlos beendet wird. Hier habe ich die letzte Masche gehäkelt und hier ist die erste Masche. Unter diesen beiden Schlingen gehe ich durch, nehme mir den Faden und ziehe auf die Rückseite. Mit der Häkelnadel gehe ich hier zwischen der ersten Masche und der letzten Masche mit der Häkelnadel rein. Dann gehe ich in die Schleife rein, dass es einmal so aussieht, hole den Faden und mache die erste Masche. Und dann beginne ich weiter, feste Maschen zu häkeln und die dritte Reihe. Dann machen wir die dritte Reihe und machen wir ab da die erste Abnahme. Die 3 Reihen sind jetzt fertig und ab der 4. Reihe beginnen wir die Seiten von der Tasche abzunehmen. Und zwar dafür brauchen wir jetzt unsere Maschenmarkierer. Ich drehe den Boden einmal so. Hier ist die Mitte, das war ja die Luftmaschenkette. Gehe mal hier so entlang, so an den Maschen und finde dann die erste oder die mittlere Masche. Und von da aus zähle ich dann 4 Maschen, also 1, 2, 3, 4 zur Seite und markiere die Stelle. 1, 2, 3, 4, das war die 5., also die mittlere Masche, und auf die linke Seite machen wir genauso 1, 2, 3, 4 und die Masche wird jetzt auch markiert. Von der anderen Seite mache ich genauso. Eins, 2, 3, 4. Das war die mittlere. 1, 2, 3, 4. Wir haben jetzt 9 Maschen, also markiert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Auf der Seite ist genauso und gucken jetzt, dass die Maschen gleich sind. Ich zähle von dieser Seite, dass ich ja auf der Seite gleichen Maschenzahl habe, und ich zähle auch noch die andere Seite. Also da, wo Masche jetzt markiert ist, die Masche zähle ich nicht. Ich gehe eine Masche weiter, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Maschen auf diese Seite. Also auf diese Seite muss ich auch 24 Maschen haben. Zähle nochmal diese Seite
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Also gleichen Maschenzahl ist. Okay. Ich beginne jetzt mit der 4. Reihe und häkel genauso wie die Reihen davor bis zu den Marker. Also die letzte Masche vor dem Marker häkle ich nicht. Okay, also häkeln bis zu der letzten Masche vor dem Marker. Ich bin jetzt bei der letzten Masche von Marker angekommen und wir machen jetzt die Abnahme. Und zwar die letzte Masche vom Marker und da, wo der Marker ist, die 2 Maschen häkeln wir zusammen. Wir machen jetzt den Marker auch ab. Wichtig ist, dass dieser Faden, der jetzt auf der Häkelnadel ist, sehr, sehr fest ist, dass da ja auch nachher zwischen den Maschen keine großen Öffnungen entstehen. Dann, wir gehen in die erste Masche, holen den Faden, da wo der Marker war, holen den Faden und jetzt 3 Schlingen zusammen häkeln. Das ist die erste Abnahme. Dann häkeln wir weiter bis zu den Maschenmarkierer. Und hier machen wir genauso wie auf der anderen Seite, aber spiegelverkehrt. Die Abnahme, also beim Marker angekommen. Jetzt müssen wir 2 Maschen abnehmen, also da, wo der Marker ist und die nächste Masche nach dem Marker. Wieder Faden richtig festziehen. Faden holen, bei der nächsten Masche Faden holen, 3 Schlingen auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. Das ist jetzt die zweite Abnahme. Dann bis zu den nächsten Maschenmarkierer häkeln wir dann einzelne feste Maschen. Ich bin jetzt eine Masche vor den Maschenmarkierer angekommen und wir nehmen 2 Maschen ab, genauso wie auf diese Seite gemacht haben. Am Faden festziehen, dass die Schlaufe auf der Häkelnadel nicht so schlabberig ist. Und dann häkeln wir die 3 Schlingen zusammen. Und dann in jede Masche eine feste Masche häkeln bis zu den nächsten Maschenmarkierer. Und da machen wir die letzte Abnahme in dieser Reihe. Insgesamt sind 4 Abnahmen in dieser Reihe gewesen und wir müssen 6 Reihen mit Abnahmen häkeln. So, bei den Maschenmarkierern angekommen. Jetzt muss ich hier 2 Maschen abnehmen. Marker kann weg. Und dann mache ich einmal, dann ziehe ich nochmal an den Faden. Ja. Einmal Faden holen, zweite Mal Faden holen und dann alle 3 Schlingen zusammen
und bis Ende der Reihe häkeln. Wenn ihr bis Ende der Reihe gehäkelt habt, verbindet die Reihe mit nahtlosen Übergang und häkeln dann 2 Reihen hoch. Also ganz normal in jede Masche eine feste Masche häkeln. 2 Reihen. So sieht jetzt einmal die Tasche aus. Die 2 Reihen habe ich jetzt unverändert weiter gehäkelt und wir kommen zu der Abnahme Nummer 2 und wir machen die einmal so. Hier war die erste Reihe mit der Abnahme. Hier sind die 2 Maschen, die wir abgenommen haben. Wenn ich jetzt die Finger einmal so nach oben nehme, dann habe ich jetzt die 2 Maschen, die wir abnehmen. Und hier markiere ich die erste Masche. Also nochmal. Hier war die Abnahme, die 2 Maschen, die wir abgenommen haben. Gehe ich mit den Fingern hoch und da sind die 2 Maschen, die wir abnehmen. Auf diese Seite machen wir es genauso. Hier sind die 2 Maschen, die wir abgenommen haben. Nehme die Finger hoch und ich markiere die linke Seite von diesen beiden oder die linke Masche von den 2 Maschen. Hier habe ich die rechte Masche von diesen 2 Maschen markiert und hier markiere ich die linke. Von der anderen Seite machen wir es genauso. Hier ist die Abnahme. Hier markiere ich die rechte Seite von der Masche. Und auf der Seite markiere ich die linke Seite, also die linke Masche. So, dann häkeln wir jetzt. Also wenn ihr wollt, wir müssen uns ja auch noch mal kontrollieren, ob die Maschenzahl von der Seite und der Seite auch gleich ist. Ich zähle auch die Maschen da, wo der Maschenmarkierer ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auf der Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann nochmal hier die Seite kontrollieren. Hier zähle ich aber die nächste Masche, nicht da, wo der Maschenmarkierer ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Und dann soll es auf der Seite genauso sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Gut. Und wir häkeln dann die Reihe bis zu den Maschenmarkierer. An Maschenmarkierer angekommen, das ist die zweite Reihe mit Abnahmen. Wir nehmen jetzt die Maschen ab dieser Reihe immer so ab. Zuerst die erste Masche ziehen, da wo der Marker ist, und dann die nächste Masche. Wieder die Schlinge auf der Häkelnadel fester ziehen. Da wo der Maschenmarkierer war, Faden holen. Bei der nächsten Masche Faden holen. 3 Schlingen auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen. Bis zu den nächsten Maschenmarkierer häkeln. So, dass das ja auch Spiegelverkehr ist, lassen wir eine feste Masche oder eine Masche vor den Maschenmarkierer aus. Und
Die Masche und die Masche mit dem Markierer werden wir zusammen häkeln. Einmal, zweimal und jetzt alle 3 Schlingen zusammen und häkeln jetzt einzelne Maschen bis zu den nächsten Markierer. Das ist jetzt die Abnahme Nummer 2. Dann häkelt ihr bis zu den nächsten Maschenmarkierer. Auf dieser Seite nehmt ihr die Maschen genauso ab. Zuerst da, wo der Maschenmarkierer ist und dann die nächste. Auf dieser Seite eine Masche vor dem Maschenmarkierer und da die nächste Masche bei den Markierer. Beendet die Reihe und häkelt dann unverändert noch 2 Reihen dazu und dann machen wir die dritte Abnahme. Die 2 Reihen habe ich jetzt auch fertig gemacht und wir beginnen jetzt die Marker aufzustellen, wo die dritte Abnahme wird. Hier war die zweite Abnahme, also hier könnt ihr auch sehen, erste Abnahme, zweite Abnahme. Wie gehabt, gehen mit den Fingern hoch und markieren die rechte Masche mit den Maschenmarkierer. Auf diese Seite machen wir genauso, Finger hochheben oder Finger hochziehen und hier markieren wir die linke Masche. Auf der anderen Seite machen wir genauso. Und hier markiere ich die linke Masche. Dann einmal zur Kontrolle die Maschenzahlen zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dann ist auf der anderen Seite auch 20. Gut. Dann häkeln wir die dritte Reihe bis zu den Marker und dann zeige ich nochmal, wie die Abnahme geht. Bin bei den Markierer angekommen, mache den Markierer ab und dann nicht vergessen wieder den Faden ziehen. Dann da, wo der Maschenmarkierer war, Faden holen. Bei der nächsten Masche Faden holen, die 3 Schlingen und die häkeln wir zusammen. Und jetzt bis zu der Maschenmarkierer einzelnen Maschen häkeln und eine Masche vor den Maschenmarkierer nicht häkeln, die häkeln wir dann zusammen, da wo der Maschenmarkierer ist. Also da machen wir unsere Abnahme. Hier die letzte Masche vor den Maschenmarkierer. Masche abnehmen und häkeln dann eine Abnahme. 3 Schlingen und die machen wir zusammen und häkeln dann bis zu den nächsten Markierer. Hier machen wir genauso die Abnahme. Da zuerst Faden holen, da wo der Maschenmarkierer ist und dann die nächste Masche. Und hier zuerst eine Masche vor dem Maschenmarkierer und dann bei den Maschenmarkierer. Beendet die Reihe mit nahtlosem Übergang und häkelt dann nochmal 2 Reihen hoch. Die Tasche sieht jetzt mal so aus. Man kann ja auch gut erkennen, dass hier die Abnahme geht. So, wollte nur sagen, hier sieht man genau, wo der nahtloser Übergang zu der Reihe ist.
und verschiebt sich immer so nach rechts. Ab der nächsten Abnahme wird das mich hindern. Das heißt, ich werde jetzt die nahtlosen Übergang anders machen. Und zwar, ich hole den Faden genauso wieder vor auf die Rückseite, aber beginne dann, da habe ich Faden nach hinten gezogen und beginne dann an der linken Seite, also links den Faden holen, also Schlinge, kann ruhig auch ein bisschen länger sein, der Faden. Geht dann in die nächste Masche, legt die Schlaufe auf die Häkelnadel und dann macht die erste Masche. Kann man auch mit den Fingern ein wenig helfen und die erste Masche häkeln. So, dann die Abnahme Nummer 4. Wir suchen wieder die Abnahme, die dritte Abnahme, die wir gemacht haben. Es ist die erste Abnahme, zweite Abnahme, dritte. Finger nach oben ziehen und hier ist die Masche, die wir mit dem ersten Marker markieren. Dann von der anderen Seite auch so, hier ist die letzte Abnahme, Finger hochziehen und von der linken Seite die Masche markieren. Von der Seite machen wir genauso, also die rechte Masche markieren und von der Seite wird dann die linke Masche markiert. Zur Kontrolle zählen wir noch die Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Dann bis zu den Maschenmarkierer häkeln und dann zeige ich nochmal die Abnahme. Die Abnahme Nummer 4, sie wird genauso gemacht wie die Abnahme 2 und 3. Hier ist der Marker, den nehmen wir mal ab. Da wo der Marker war, Faden holen, bei der nächste Masche Faden holen und alle 3 Schlingen zusammen häkeln. Dann häkeln wir einzelnen Maschen bis zu der letzten Masche vor dem Maschenmarkierer. Und die häkeln wir dann auch zusammen. So, eine Masche vor den Maschenmarkierer. Faden holen. Nochmal Faden holen, alle 3 Schlingen. Die häkeln wir zusammen. Und dann häkeln einzelne Maschen bis zu den nächsten Markierer, machen wir genauso und dann schließen die Reihe ab. Ihr könnt ja dann auch hier gucken, ich werde das so ab dieser Reihe machen, dass ich einmal die Reihe zumache, genauso wie auf die Reihen davor und dann die nächste, wie ich ja davor schon mal gezeigt habe. Ich werde immer abwechseln. So, dann macht ihr die Reihe zu Ende und dann häkelt nochmal 2 Reihen unverändert. Mein erster Knäuel ist jetzt zu Ende. Ich nehme jetzt den zweiten Knäuel. Und zwar, ich verbinde jetzt beiden Faden so miteinander. Hier habe ich die letzte Masche gehäkelt. Gehe mit der Häkelnadel rein und nehme jetzt den neuen Faden. Und mache dann die Schlinge oder die Masche und dann
häkel ganz normal die Masche zu Ende. Jetzt habe ich diese beiden Endstücke und die lege ich hier drauf und häkel so ein paar Maschen mit rein. So, wenn ihr eure eigene Methode habt, das könnt ihr natürlich auch selber eigene Methode verwenden. Ich mache es immer so. So, und dann häkelt ihr weiter. Die Abnahme Nummer 5. Hier war die Abnahme Nummer 4. 2 Reihen hochgehäkelt und hier markiere ich die rechte Masche. Der andere Seite markiere ich die linke Seite. Hier mache ich genauso. Zähle ich nochmal zur Kontrolle die Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und auf der Seite habe ich dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Auf diese Seite auch dann 18 Maschen. Gut, ich habe jetzt die Reihe dann bis zu den Maschenmarkierer gehäkelt. Mache den Maschenmarkierer ab. Faden holen und dann alle 3 Schlingen zusammen. Eine Masche vor den Maschenmarkierer auslassen. Und die 2 Maschen werden dann zusammengehäkelt. Und dann bis zu den nächsten Markierer häkeln, Reihe beenden und dann noch 2 Reihen dazu häkeln. Die 2 Reihen habe ich jetzt auch schon fertig. Ich habe ja auch Markierer aufgesetzt und das ist jetzt die letzte 6. Abnahme. Hier war die Abnahme Nummer 5. Hier habe ich dann die Masche markiert. Hier genauso, auf der andere auch so und hier zählen wir nochmal die Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und nochmal an der Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Maschen auf der Seite genauso. Also wir machen jetzt die letzte Abnahme. Faden holen und zusammenhäkeln. Eine Masche vor den Markierer und die häkeln wir dann die 2 Maschen zusammen. Faden holen und dann die 3 Schlingen zusammenhäkeln. Dann häkelt ihr weiter bis zu der nächsten Abnahme. Die Abnahme geht genauso wie hier. Häkelt die Reihe zu Ende und dann fangen wir die Henkel rauszuhäkeln. Die Tasche haben wir jetzt fertig gehäkelt. Jetzt fangen wir die Henkel rauszuhäkeln. Hier habe ich die Reihe mit nahtlosen Übergang beendet. An dieser Stelle. Bevor wir die Marker aufsetzen, müssen wir die Tasche so zusammenlegen und gucken, da wo die Mitte ist. Und ungefähr die Maschenmarkierer rausstellen oder markieren, da wo Taschenhenkel raushäkeln. Also ich markiere hier die Masche und dann von der
andere Seite markiere ich die Masche und von der anderen Seite mache ich genauso. Das ist jetzt momentan alles ungefähr. Dann muss ich noch mal die Maschenzahlen zählen, ob die von der Seite und von der Seite gleich sind. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mal gucken, was von der anderen Seite auch so ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, und dann nochmal von der Seite zählen, dass das hier und da auch gleiche Maschenzahl ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, passt alles. Und dann beginnen wir, die Taschenhändel rauszuhäkeln. Da, wo der Maschenmarkierer ist, den nehmen wir ab und da häkeln wir eine feste Masche. Dann mache ich 16 Luftmaschen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und die verbinde ich jetzt mit der festen Masche, da wo der Marker war. Bis zu den nächsten Marker häkeln wir dann in jede Masche eine feste Masche, wie gehabt. So sieht es mal aus. So, in die nächste Masche eine feste Masche häkeln. Bis zu den Marker. An Maschenmarkierer angekommen. Der kommt jetzt auch ab. Macht da auch eine feste Masche und häkle auch 16 Luftmaschen raus. Verbinde jetzt diese Kette da, wo der Maschenmarkierer war, mit einer festen Masche und häkle dann in jede Masche eine feste Masche bis Ende der Reihe. Die Reihe habe ich jetzt beendet und bei mir ist es so, dass jetzt hier eine Masche ist, bevor der Henkel anfängt. Hier fängt ja, hier ist die erste Luftmasche und die Reihe mache ich so, dass ich bei dieser Masche auslasse und bei den Luftmasche, bei der ersten Luftmasche fange ich dann feste Maschen rauszuhäkeln und insgesamt sollen es 16 Maschen sein. Eins, zwei, drei und so weiter bis Ende der Henkel. Die 16 Maschen sind jetzt auch gehäkelt. Ich häkle auch jetzt weiter. Diese feste Masche wird ausgelassen und dann bei der nächsten Masche häkeln dann eine Masche, dass der Übergang hier nicht so eckig ist, dass das hier auch eine kleine Rundung hat. Und dann häkle ich bis zu den nächsten Henkel, mache auch hier in jede, also hier mache ich genauso die Masche auslassen, in die Luftmasche, feste Masche häkeln, sind 16 Stück. Hier lässt
ihr bitte auch die Masche aus bei der nächsten Anfang und dann beenden die Reihe. Die Reihe habe ich jetzt auch beendet und wir häkeln jetzt die letzte Reihe und zwar hier habe ich die Reihe verbunden. Diese Masche lasse ich aus und beginne den Henkel umzuhäkeln und ich mache das so, dass ich den Faden von unten greife, lege den Faden auf die Häkelnadel, nehme den Faden wieder zurück und häkel dann eine lange Masche. Dann nochmal und dann wird der Henkel so umgehäkelt mit solchen langen Maschen. Und das machen wir dann bis Ende. Und dann, wenn ich fertig bin, sage ich euch, wie viele ich solchen Maschen gemacht habe. Ich habe 20 solche lange Maschen gemacht. Bin jetzt an der Seite angekommen und hier bei der Seite mache ich so, dass diese Masche ausgelassen wird und bei der nächsten Masche häkle ich eine Verbindungsmasche, also Kettmaschenreihe, mache ich bis zu den nächsten Henkel. So, Kettmaschenreihe bis zu den Henkel häkeln. So, diese Masche lasse ich jetzt einmal aus und von da fange ich diese langen Maschen rauszuhäkeln. Machen wir genauso wie bei den ersten Henkeln und insgesamt sollen es 20 solche lange Maschen werden. Dieser Henkel ist jetzt auch fertig. Wir beginnen auch die Seite mit Kettmaschen umzuhäkeln. Hier lasse ich wieder eine Masche aus und beginne bei der nächsten Masche an und häkle dann die Kettmasche. So, hier war ja der Anfang der Reihe. Hier mache ich dann auch noch die letzte Kettmasche. Schneide den Faden ab und verbinde dann so, dass ich ja in diese Masche mit der Häkelnadel unter durchgehe, hole mir den Faden und ziehe auf die andere Seite und dann muss ich den Faden jetzt wieder da rausholen, wo dieser Faden auch rauskommt. So ist jetzt die Reihe beendet. So,
Die Tasche ist jetzt komplett fertig. Sieht mal so aus. Wenn ihr der Meinung seid, dass die Tasche viel zu hoch ist, dann macht ihr keine 6 Abnahmen. Ihr könnt auch dann 5 Abnahmen machen. Das geht ja auch. Sieht mal so von innen. Richtig schön in der Hand festzuhalten ist die Tasche. Nach Wunsch kann man hier auch Magnetknopf befestigen oder auch so die Tasche lassen. Von meiner Seite war das schon. Ich wünsche dann euch viel Spaß, diese Tasche nachzuhäkeln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr meinen Kanal abonniert, Daumen hoch macht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!